Seht ihr diesen Schlüssel? Das ist der Schlüssel zum neuen Pössl Vanstar. Dem da hinter mir. Ein ganz neues Modell, wahnsinnig attraktiv. Wir haben einen Mercedes V-Klasse oder Vito, je nachdem wie ihr ihn aussucht. Motorisierung von 110 bis 240 PS. Einstiegspreis unter 40.000 Euro mit Aufstelldach und Drehsitzen. Und wie das Auto im Detail aussieht, das seht ihr in diesem Video. Woran erkennt der Laie von außen den Unterschied zwischen Vito und V-Klasse? Am Schlüssel. Die V-Klasse als die edle Pkw-Variante. Ich habe ein Sandkorn im Auge. Eine Sekunde, Entschuldigung. Wir sind hier im Sturm direkt am Wasser. Der Vito ohne Chrom. Bringt einen das nach vorne? Ich weiß nicht genau. Unterschiede im Cockpit seht ihr auf jeden Fall auch, wenn ihr euch das Video zum Campstar anschaut, was ihr bestimmt schon gesehen habt und spätestens nach diesem Video gucken solltet. Das ist der silberne daneben, den haben wir auch für euch gefilmt. Auch ein spannendes Auto, ein bisschen teurer als der Vanstar, aber auf jeden Fall ist dieser hier ein Vito und der andere eine V-Klasse und da könnt ihr für euch entscheiden, was ist das Cockpit, was ihr wollt. Und in Kürze werden wir auch die Preise ganz genau wissen und dann wird es richtig spannend. Dieses Fahrzeug hier könnt ihr haben von Motorisierung, 110 PS geht's los, 140, 160, 190 bis hin zu 240 PS. Wahlweise als Vito oder als V-Klasse. Also ein bisschen Transporterwelt oder ein bisschen mehr Pkw-Welt. Ab 140 PS könnt ihr wählen zwischen Frontantrieb, Heckantrieb oder Allrad. Und ab 140 PS gibt es auch die Neungang-Automatik. Und wie das Auto von innen aufgeteilt ist, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Grundsätzlich ist die Unterscheidung zwischen den beiden neuen Pössl-Modellen Vanstar und Campstar vor allem das Interieur. Dieses Fahrzeug hier ist so wie der VW California Beach. Ein Fahrzeug, was untenrum quasi die normale Multivan-Variante ist und dann das Aufstelldach und die Drehkonsolen drauf hat. Also keine Küche, keine Heizung, sondern eher ein Pkw, in dem ich auch mal schlafen kann. Der Campstar richtet sich in Sachen Zielgruppe vor allem an den VW California, so von der Grundrissidee. Also echte Küche, rausdrehbar, Kühlbox, Heizung, vollwertiges Wohnmobil eben. Wir schauen mal rein, wie das von innen aussieht. Hier haben wir von innen im Prinzip eine Dreiersitzbank, die kann ich vor und zurück verschieben. Dafür wird es wahrscheinlich auch ein Küchenmodul hinten geben, wie wir das vom Campstar und Vanstar normal kennen. Aber im Grundsatz her ist das eben ein Pkw. Das heißt, bestellt ihr ein Vito, kommt hier hinten der Transporter Vito mit einer guten Pkw-Sitzbank oder die Pkw-Variante des Vitos. Bestellt ihr eine V-Klasse, wird das Fahrzeug hinten auch eine V-Klasse. Interessant bei diesem Fahrzeug ist halt vor allem das Aufstelldach und das mache ich uns jetzt einfach mal hoch, damit wir da oben einen Blick reinwerfen können. Super einfach im Handling, einfach nur 2 Notentriegelungen oder Sicherheitsverschlüsse öffnen, dann das hochzumachen und dann kann ich das Dach einfach nur anheben und der Rest geht ganz von alleine hoch. Kann das Dachbett hier hinterher schieben und habe dann ein richtig hohes, tolles Fahrzeug. Und wo kann man das schon sagen? In welchem Transporter könnt ihr so fahren, hinten drin, mit so viel Beinfreiheit? Und das, denke ich, hier muss man jetzt mal ganz klar sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis hier, was uns hier erwartet, ist schon spektakulär. Wir haben hier ein Fahrzeug, das wird einen Einstiegspreis deutlich unter 40.000 Euro haben, trotz Aufstelldach, trotz Drehkonsolen vorne, dass man einfach für relativ, ich weiß, das ist viel Geld, aber für einen relativ schmalen Kurs ein ganz tolles Auto hat und dann kann man ähnlich wie beim Vanstar von Pössl hinten mit einer Heckküche daraus auch ein vollwertiges Wohnmobil machen.
Auch wenn es noch keine offizielle Pössl-Preisliste für dieses Produkt gibt, muss man ganz klar sagen, die Indikation, die wir bekommen haben, wird eben, wie gesagt, deutlicher Einstieg unter 40.000 € sein und ausstattungsbereinigt zu seinem direkten Wettbewerber, dem VW California Beach, wird die Preisdifferenz irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 € liegen. Ich bin gespannt, ob so ein Riesenunterschied in der Realität nachher wirklich zu erreichen ist. Aber um das zu erfahren, sobald die Preise draußen sind und wir die ersten Fahrzeuge bei uns haben, geben wir euch dafür natürlich Bescheid. Und die Preislisten werden sicherlich in Kürze auch veröffentlicht. Wir sind gespannt, wie das wird, rechnen das dann nochmal genau nach und in unserem ausführlichen Video zum Pössl Van Star, Star hinten mit dem Mercedes-Stern drin, werden wir über Preise und genaue Maße und all solche Dinge nochmal eingehen, damit ihr da alle Details wisst. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr eine Info bekommt, wenn das Video rauskommt. Als Belüftung im Pössl Van Star habe ich hier hinten mit einem elektrischen Fensterheber zu betätigen das Fenster, was ich auf Belüftungsspalt machen kann. So kriege ich richtig schön frische Luft, ohne dass jemand ins Fahrzeug greifen kann. Damit kann ich dann nämlich auch den ganzen Tag das Fenster geöffnet lassen und habe hier gar nicht so viel Stauhitze drin. Das, was ich hier gerade gemacht habe, ist halt ein anderes nettes Add-on quasi. Wir haben immer 2 Schiebetüren. Das heißt, ich kann von beiden Fahrzeugen rein und gerade in dem Alltagseinsatz als Familienvan funktioniert das halt hervorragend, weil ein Kind links, ein Kind rechts einsteigen kann und man nicht immer durchkraxeln muss. Wir schauen jetzt nochmal in den Heckstauraum, wie der aussieht und danach gucken wir uns das Cockpit nochmal genau an. Beim Van Star auf Vito-Basis, wir haben hier den Vito Tourer, kann ich das Fenster nicht separat öffnen. Das kann ich nur, wenn ich eine V-Klasse bestelle. Dann sieht das Heck dort so aus wie dort drüben, dann kann ich das Fenster separat öffnen. Hier habe ich aber trotzdem natürlich die große Klappe, die ich aufmachen kann und habe hier hinten die breite Schlafbank. Ich kann das hier hochklappen und habe dann hier als provisorische Küche, damit das Auto rechtlich ein Reisemobil ist. Das hat dann nämlich für euch den Vorteil, dass er mit Steuern und Versicherungen deutlich günstiger ist als ein normaler Vito Tourer. Einfach hinten das kleine Induktionskochfeld mit drin. Das Ganze kann ich natürlich im Alltag auch rausnehmen, habe den großen Kofferraum mit drin, sodass der Fahrzeug eben jeden großen Kombi wunderbar ersetzt und im Prinzip nicht mehr kostet als ein Passat oder eine E-Klasse. Das ist das Dachbett vom Van Star. Ihr müsst euch noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ich gehe mal davon aus, das Verhältnis wird hier ähnlich sein wie beim Space Tourer und beim Van Star. Ihr kriegt das, wenn ihr so einen Mercedes nehmt, quasi ohne Berechnung das Dach und die Drehkonsolen dazu. Also wenn ihr sowieso so einen normalen Mercedes oder einen California Beach haben wollt oder einen Multivan, nehmt doch gleich ein ganzes Wohnmobil mit Aufstelldach oben drauf, damit die ganze Familie schlafen kann. Was mir auf den ersten Blick hier auffällt, ohne die genauen Maße zu kennen, guck mal, wie viel Platz hier hinten ist. Ich habe, wenn ich meine Füße aufrecht hinlege, kann ich hier noch richtig bewegen. Passt auf jeden Fall. Ich lege mich mal so hin. Ich meine, ihr dürft nie vergessen, wie groß und breit ich bin. Ich bin eigentlich nicht der Maßstab, den man hier haben sollte. Die Matratze, gefühlt würde ich sagen, ist knapp über 1,90. Also eher keine 2 Meter. Ist relativ dünn auf dem Lattenrost. Das könnte, wenn meine Gewichtsklasse drauf liegt, wahrscheinlich noch einen Topper vertragen, damit es richtig weich wird. Aber das ist ja bei den meisten Aufstelldachautos so. Um eben die tiefgaragentaugliche Höhe von 2 Metern nicht zu knacken, wird in solchen Dingen ein bisschen gespart und jeder optimiert da sein Schlafverhalten. Was ich großartig finde, ist, dass man hier rausgucken kann. Und im Vergleich zu den meisten Aufstelldächern haben wir hier echt riesengroße Fenster. Und gerade jetzt, der Tag hat richtig viel Hitze mit sich gebracht, kommt richtig schöne Luft rein und hier oben ist wirklich nicht stickig und warm, sondern es ist so ein seichtes Lüftchen. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, mir ein gutes Buch zu schnappen, hier zu liegen. Die Kinder spielen draußen am Strand und ich genieße einfach ein bisschen die Ruhe hier drin, gucke ab und zu mal durch meinen super Ausblick wie Mitch Buchanan von Baywatch und schau mir draußen das Treiben an. Und wenn ich genug gelesen habe, springe ich mal kurz mit ins Meer. Und danach kann ich mich in meinem Basecamp in dem Van Star von Pössl hier wieder wunderbar aufwärmen. Wie ich dann von meinem Stellplatz wieder wegkomme, das schauen wir uns jetzt unten im Cockpit an. Das hier ist das Cockpit vom Vito. Das ist wie gesagt die etwas einfachere Variante bei den Mercedesen. Die sinnvolle Variante, wenn man so will. Aber auch hier haben wir schon das Lederlenkrad mit den tollen Multifunktionstasten. Es fasst sich richtig schön an, hat hier oben die Daumenauflagenflächen. Auch hier haben wir alles schon so ein bisschen wie bei der V-Klasse inspiriert, viel Silber mit drin. Was mir direkt aufgefallen ist, wir haben keinen klassischen
Gangwahlhebel mehr, sondern der Automatik-Schaltknauf ist hier oben. Der macht im Prinzip hier alles. Das ist total praktisch, weil man einfach hier in der Mittelkonsole die ganzen Ablagen mit dabei hat. Wir blenden euch jetzt hier einfach mal ganz kurz ein Bild ein, wie die V-Klasse aussieht. Das haben wir nämlich in dem Campstar da gegenüber gefilmt. Das ist ein bisschen PKW-mäßiger. Wer das mag, kann natürlich auch den Venster, in dem wir hier sitzen, genau so haben, mit dem vorgestellten Navigationssystem und diesem aerodynamisch oder ergonomisch toll geformten Armaturenbrett. Das ist unser kurzer Überblick über den Pössl Venster. Für das lange Video werdet ihr bei Instagram und bei YouTube irgendwann das Video sehen, sobald die Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Haben wir irgendwas heute vergessen? Ich glaube nicht, wobei wir haben noch nicht die wichtigen Eckdaten von den Maßen haben wir noch nicht gesagt. Der Mercedes Vito in der Variante hier ist 5,13 Meter lang. Stand heute ist er 1,96 hoch. Das ist ja noch ein Vorseriendach. Mal gucken, wie es in der Serie sein wird. Mit ganz viel Glück kriegen wir vielleicht sogar eine Dachreling drauf. Dann hättet ihr ein Aufstelldach, wo man Surfboards und sowas drauf machen kann. Und wir würden mit der Dachreling unter 2 Meter bleiben, also volle Tiefgaragentauglichkeit behalten. Ich bin gespannt, wie das wird. In der Serie wird das Dach noch ein bisschen mehr die Formsprache des Mercedes übernehmen. Das habe ich schon gelernt. Aber sobald das in der Serie feststeht, werden wir euch da sicherlich noch mal in einem weiteren Video mit allen Details füttern. Ich hoffe, das Video hat euch einen guten ersten Eindruck gegeben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch unsere anderen Videos schaut. Und dabei wünsche ich ganz viel Spaß.